Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Wenn ihr das ganze Jahr über mit eurem E-Bike durchfahrt, also auch durch die kalte, nasse und insbesondere dunkle Jahreszeit, dann wollt ihr gutes Licht haben. Und zum Glück hat sich auf dem Bereich, in dem Gebiet, einiges getan in den letzten Jahren. Und wir wollen mal die 3 absoluten Top-Produkte miteinander vergleichen. Von Busch & Müller, Lupine und von Supernova. Und auch mal sehen, wie gut so Mittelklasse-Scheinwerfer dagegen abschneiden. Aber das können wir nicht hier drin machen. Dafür gehen wir mal raus. Kandidat Nummer 1 ist der Busch & Müller Brick XL, den wir hier an unser Riese & Müller Multitinker dran gebaut haben. Der zweite Kandidat ist am anderen Ende der Reihe, der Supernova M99 Pro 2, der hier an einem Velo de Ville Bike dran ist, das uns freundlicherweise von Fahrradhandlung Willert 2.0 in Großgrönau zur Verfügung gestellt wurde für dieses Video. Und für den dritten Kandidaten, da fragen wir mal den Eigentümer, und zwar Björn. Ja. Hallo Björn, erstmal vielen Dank, dass du hier dabei bist und uns mal den Scheinwerfer zeigst, weil der ist ja auch ein bisschen besonders, ne? Ja, der ist ein bisschen was Besonderes. An meinem XT3 von H&F befindet sich ein Lupine-Scheinwerfer SLX. Das ist nicht die ganz aktuelle Version, sondern die 2021er Version, mit der ich aber doch sehr zufrieden bin. Ja, das ist ein absoluter High-End-Scheinwerfer, genauso wie die beiden erstgenannten. Warum hast du dir so einen Scheinwerfer an dein Rad gebaut? Ja, auf meinem täglichen Arbeitsweg im Schichtdienst, wo ich durch dunkle Ecken komme, durch Naturschutzgebiete und solche, braucht man Licht. Ja. Ne? Einfach besonders im Winter, wenn man jeden Tag fährt, ja, braucht man ordentlich Licht. Ja, genau. Und ordentlich Licht, das habe ich schon gesehen, das gibt es hier definitiv. Wie viel hat der Scheinwerfer gekostet? 549 € ja, damals. Das ist schon... Ja, dafür kaufen sich andere ein Fahrrad. Ja, genau, das ist echt krass. Der Supernova als auch der Busch & Müller, die wir auf der anderen Seite sehen, die kosten eine ganze Ecke weniger, aber immer noch nicht wenig. 450 € UVP. Den Busch & Müller gibt es auch zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht, aber der wird Q2 dann auch für alle auf den Markt kommen. Es geht nicht nur darum, was ist der allerbeste Scheinwerfer, sondern auch so ein bisschen, wie viel kriegt man eigentlich in der Mittelklasse. Und da haben wir noch ein paar weitere Kandidaten. Und zwar einmal den Supernova Mini 2 hier an dem Velo und auch, jetzt brandneu, der Supernova Mini 3, der hier an einem Kobok ist. Dieses Kobok wurde uns ebenfalls, da unten ist es, das Kobok wurde uns ebenfalls von Fahrradhandlung Willert 2.0 zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich noch einen dritten Kandidaten. Das hier ist jetzt ein Akkuscheinwerfer fürs Gravelbike. Das ist der Busch & Müller IQ XM Speed. Und diesen Lampenkopf gibt es genauso fürs E-Bike, hat die gleichen Leistungswerte. Und wir werden jetzt mal, wo alle Lichter ausgehen, werden wir jetzt gleich mal diese 6 Scheinwerfer miteinander vergleichen. Wenn ihr solche teuren Komponenten an euer E-Bike verbaut habt, dann wollt ihr die natürlich entsprechend sichern. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit so speziellen Schraubenköpfen etc. zu arbeiten. Aber für den Fall der Fälle würde ich trotzdem den Sponsor des heutigen Videos empfehlen, nämlich Helden.de. Helden.de hat nämlich nicht nur eine große Auswahl verschiedenster Versicherungen im Haftpflichtbereich, wie zum Beispiel Privathaftpflicht, Berufshaftpflicht, sondern auch Hausratversicherungen und eine spezielle Fahrrad- und E-Bike-Versicherung. Und die könnt ihr euch entsprechend euren Vorstellungen und Wünschen und je nachdem, was für ein Fahrrad ihr habt, so ein bisschen auf eure Bedürfnisse anpassen. Und das Coole bei Helden.de ist, dass sie insgesamt sehr faire und transparente Versicherungsbedingungen haben. Noch dazu gibt es bei Helden.de einen Community-Gedanken. Wenn ihr nämlich eine Versicherung dort abschließt, bekommt ihr einen Heldencode, den dann eure Freunde und Verwandte dafür verwenden können, um bei Helden.de bei ihren Versicherungen zu sparen. Und damit ihr nicht leer ausgeht, könnt ihr den Code RBND4 verwenden auf alle Versicherungen bei Helden.de, um einen Monatsbeitrag pro Jahr zu sparen. Geht jetzt mal unten auf den Link in der Videobeschreibung oder wenn ihr das Video zu Ende geguckt habt. Vielen Dank an Helden.de für den Support der Radelbande. Und wir gehen jetzt mal wieder raus. So, der erste, glaube ich, ganz lustige Test ist, dass wir mal gucken, wie das beim Autoscheinwerfer aussieht. So sieht das Ganze aus mit einem
modernen LED-Autoscheinwerfer. Und das ist jetzt mal so ein bisschen unsere Referenz. Wir haben jetzt hier 1/60 Bild Wiederholfrequenz f1.8 und ISO 4000. Nur dieser Wert hier, der ist variabel, alle anderen Werte sind fix. Und ihr könnt gut erkennen hier auf dem Bild die beiden reflektierenden Taschen, die ich da in 30 und 60 Schritten Entfernung hingelegt habe. Die sind beide gut erkennbar. Und das ist jetzt mal so unsere Referenz. Mal sehen, wie gut die Fahrradscheinwerfer dagegen abschneiden. Machen wir mal wieder aus. Mit welchen Scheinwerfern sollen wir jetzt weitermachen? Also ich würde erstmal mit den mittelklassigen Scheinwerfern weitermachen. Ich glaube, wir fangen mal mit dem Supernova Mini 2 an. Das ist ein Scheinwerfer, der an sehr vielen Fahrrädern verbaut wird. Wie würdest du jetzt das Lichtbild beschreiben hiervon? Also wenn ich mir das mal so angucke, würde ich sagen, der Lichtkegel ist eng und wir sehen da so 2 Stufen. Ne? Also wir sehen den Nahbereich ausgeleuchtet, ein bisschen breiter. Und wenn ich dann weiter gucke, so ab der Schiene, der zweiten Schiene von uns aus gesehen, wird der Kegel so ellipsenförmig nach vorne. Ne? Ja, genau. Also der Nahbereich ist ein bisschen ausgeleuchtet, aber nicht super stark. Oben franzt es so ein bisschen aus. Was man auch sieht, also jetzt auch gerade im menschlichen Auge, die beiden reflektierenden Taschen sind sehr gut zu sehen. Jetzt gerade muss man auch sagen, das ist hier nicht super dunkel, da wo wir sind. Wir sind halt irgendwo immer noch mitten in Lübeck, aber wenn man jetzt hier komplett ohne Beleuchtung lang gehen würde, dann würde man nicht sehen, wo man hintritt. Genau, also das ist schon bannig dunkel. Ja, deswegen bin ich auch mehrfach in Hundekot getreten jetzt. Jetzt wollen wir mal sehen, wie der Mini 3 dagegen aussieht. Das sieht ja schon mal anders aus, ne? Also ich würde sagen, deutlich breiter. Also der Lichtkegel ist so tatsächlich kegelförmig in diesem Fall, nicht tulpenförmig. Deutlichere Kanten, ne? Nicht so ausgefranst an den Seiten. Ja, deutlich homogener. Wenn du den einmal zuhältst und dann mache ich nochmal meinen wieder. Und deutlich heller. Ja, vor allen Dingen im Nahbereich, ne? Ja, im Nahbereich. Obwohl hier vorne direkt vor dem Rad immer noch so ein bisschen Licht fehlt. Da ist immer noch nicht so viel zu erkennen, aber ich würde mal sagen, so 1 Meter vor dem Fahrrad fängt es an, richtig hell zu werden. Also das ist auf jeden Fall ein sinnvolles und gutes Upgrade. Wir können jetzt noch mal den Mini 3 mit dem Busch&Miller IQ XM vergleichen. Hier ist das Leuchtbild deutlich breiter als bei dem Mini 2. Und wenn wir jetzt mal den zuhalten und den anderen wieder aufmachen, erstaunlich ähnlich, oder? Also ja, ich habe den jetzt ein bisschen verschoben. Aber mir auf. Ja. Also mir fällt auf, ne, wenn man den ja jetzt nochmal aufmacht, wir haben so eine klare Kante zwischen Nah- und Fernbereich. Ne? Ja, so stimmt. Am Rand, wenn man da guckt, sieht man eine klare Kante zwischen Nah- und Fernbereich. Das haben wir bei dem Mini 3 nicht. Ne? Nee. Genau. Das und ist homogener. Ne? Das geht so ineinander über. Ja. Allerdings auch gerade im sehr nahen Bereich hier vorne, direkt vor dem Vorderrad. Ihr könnt das jetzt hier sehen, der Scheinwerfer leuchtet den Gepäckträger hier an. Also der hier ist gerade im sehr nahen Bereich nochmal da wo bei dem Supernova wirklich kaum Licht ist bei dem Busch&Miller wirklich jede Menge Licht. Aber dann ist so ein heller Fleck da in der Mitte. Und es geht so kaskadenartig, verteilt sich dann dieses Leuchtbild. Was jetzt hier auch erkennbar ist, also auch hier wiederum, die erste Tasche ist richtig gut zu sehen, die zweite Tasche noch so ein bisschen. Wie ist das Streulicht bei dem Supernova nochmal? Also wir sehen die erste Tasche deutlich und die zweite ist erkennbar. Aber ich muss sagen, die sind wirklich sich sehr ähnlich. Ja, ne? ja, genau. Das ist jetzt so die Mittelklasse. Der Supernova ist jetzt ja ein ganz neuer Scheinwerfer. Wärst du mit diesem Supernova-Scheinwerfer glücklich geworden? Nee, die Ausleuchtung am Rand, gerade im Nahbereich, ist mir deutlich zu wenig. Ja. Und das ist, ich sag mal, gerade wenn man so durch Naturschutzgebiete oder in dunklen Straßen ohne Beleuchtung fährt, möchte ich gerne gerade jetzt im Winter sehen, was ist an Getier am Rand vielleicht, was auf die Straße springen könnte oder was liegt da vielleicht auf der Straßenschulter, ne? Und solche Sachen. Genau, da hat der Busch&Miller hier jetzt noch ein bisschen mehr Licht hier an der Seite, aber auch nicht super viel. Von den 3 Scheinwerfern, die du jetzt gesehen hast, welcher ist da dein Favorit? Also da würde ich fast den Busch&Miller als Favorit sehen. Weil er, wie gesagt, den Nahbereich besser ausbildet. Ne?
direkt vorm Rad und eben auch links und rechts ein bisschen breiter geht. Und das ist mir eben wichtig. Ne? Aber ich glaube halt grundsätzlich ist das so, ne, dass schon vom Leuchtbild muss man gucken, was einem selber wichtig ist. Okay, dann wollen wir aber mal sehen, warum du dich dann für diesen Lupine entschieden hast. So, das ist jetzt der... Welcher ist das? Lupine SLX. Also man sieht ja hier schon dann deutlich die breite Nahfeldausrichtung. Ja. Also hier ist wirklich gleich vorne an, ist schon sehr viel Licht. Den Scheinwerfer könntest du tatsächlich ja sogar noch ein bisschen höher einstellen, ne? Ja, ich könnte ihn noch ein bisschen höher einstellen. Ja. Und dann, also was mir jetzt gerade auffällt, so hier links in diesem weiten Kurvenbereich, links und rechts, ist sehr viel mehr Licht als bei den Mittelklasse-Scheinwerfern. Genau. Das ist deutlich so. Ne? Ja. Und auch direkt vorm Rad. Ne? Also man sieht selbst, dass das Rad macht quasi einen Schatten. Selbst wenn was hochgeschmissen wird, sieht man das. Und das ist schon eben ein deutlicher Unterschied. Auch da wiederum, also die erste Tasche ist deutlich auch als Tasche zu erkennbar, nicht nur als reflektierendes Ding. Und der zweite Reflektor, die zweite Tasche ist ebenfalls gut und deutlich erkennbar. Was mir jetzt auffällt, ist gerade so, dass auch hier das Licht so in verschiedene Zonen eingeteilt ist. Wir haben auf der einen Seite so diesen Fahrweg in der Mitte, dieses große V, oder so herzförmig könnte man fast sagen. Ne? Und dann hier so Nahbeleuchtungszonen links und rechts von dem Rad, die sehr in die Breite gehen. Wollen wir jetzt vielleicht noch mal auch bei dem mal den Fern... Genau, ich schalte jetzt den hier noch mal an. Wir haben gerade so verwöhnt von dem Licht, obwohl das ist ja auch nicht schlecht. Jetzt schalten wir mal Fernlicht ein. Mal sehen, wie das aussieht. Oh ja. Ja, das ist auch gar nicht schlecht, ne? Ja. Also kann man auch einiges erkennen. Die zweite Tasche auch deutlich. Die zweite Tasche ist richtig gut erkennbar. Genau, die jetzt halt eben außerhalb des Lichtkegels war, also oberhalb des Randes, ist jetzt deutlich zu erkennen. Die Kameraperspektive, die täuscht eventuell so ein bisschen. Also die Sony, die ich jetzt einblende, die ist ein bisschen dunkler als das menschliche Auge. Die DJI, die ich jetzt einblende, ist ein bisschen heller als das menschliche Auge. Die Wahrheit liegt also irgendwo in der Mitte. Ich finde das schon ziemlich beeindruckend, aber zeig uns jetzt mal das Fernlicht von dem Lupine-Scheinwerfer. So, das ist jetzt nochmal das normale Licht. Ja. Und jetzt haben wir das Fernlicht. Ja, okay, das ist tatsächlich nochmal ein deutlicher Unterschied. Man kann jetzt da hinten in der Wand auch deutlich die Struktur erkennen, was bei dem Busch und Müller nicht möglich war. Ja, das ist schon sehr beeindruckend. Also ich kann verstehen, warum du dich vor ein paar Jahren für diesen Scheinwerfer entschieden hast. Aber die Entwicklung ist ja nicht stillgestanden. Nee, genau. Also wenn man jetzt mal guckt, ne, auch was sich da tut, gerade auch im Akkuleuchtenbereich oder die von Lupine, die SL AF Mini heißt sie, glaube ich. Ja, genau, da kommen ja auch so ein paar noch, oder sind ein paar dazugekommen. Genau. Gegen welchen Scheinwerfer würdest du deinen Scheinwerfer jetzt gerne antreten lassen? Also den Brick oder den Supernova? Ich würde vielleicht fast gucken, ob wir nicht alle drei nebeneinander gestellt kriegen. So, jetzt haben wir nur den Lupine-Scheinwerfer an. Und ich sag dir eine Sache gleich. Sowohl der Supernova als auch der Busch und Müller sind mit 2 Anschlüssen am Motor befestigt. Das heißt, die werden mehr Power haben. Definitiv, das glaube ich. Ja, und das ist das Besondere. Also hier sind halt bei dem Lichtausgang beim alten Bosch-Motor sind, glaube ich, 16 Watt maximal. Sowohl bei dem Supernova als auch bei dem Busch und Müller. Die haben jetzt eine Leistungsaufnahme von maximal 28 Watt. Welchen wollen wir zuerst anmachen? Ich würde als erstes den Supernova anmachen. Okay. Dann machen wir... Oh ja, den müssen wir auch nochmal einstellen, ne? Glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Also die Hell-Dunkel-Grenze ist jetzt nicht so klar erkennbar, wie das bei den günstigeren Scheinwerfern der Fall war und auch nicht so klar erkennbar wie bei dem Lupine, würde ich sagen. Aber ich glaube, das liegt bei denen auch an diesem Streuspiegel, den die haben, der ja so vielflächig ist. Ne? Ja, genau. Also das finde ich spannend. Ne? Und kommt mir das jetzt nur so vor oder wird der heller? Das kann durchaus sein, dass er sich jetzt mal ein bisschen dran gewöhnen muss, dass er jetzt mal arbeiten muss, nachdem er wochenlang im Laden stand. Aber wir sehen ja, die erste Tasche sehen wir deutlich, ne? Ja. Und was mir jetzt also sofort auffällt, er hat nicht so die Zonen, sondern das geht in einem über, ne? Sieht quasi aus wie so eine große Ellipse, ne? Oder so ein Oval. Ja, genau. Ähnlich wie wir das auch bei dem Mini gesehen haben, nur in einem deutlich größeren Maßstab. Genau.
Und heller. Heller und die Übergänge, was du gesagt hast, ne? Die Übergänge sind deutlich sanfter, da sind keine Kanten drin. Und auch an der Seite sehen wir ein bisschen Streulicht, aber trotzdem würde ich sagen weniger Streulicht als bei dem Lupine. Ja, das sehe ich auch so. Ich schalte noch mal den Lupine jetzt mal ein. Da ist ein deutlich konzentrierteres Licht mit deutlicheren Kanten auch zu sehen. Halte den noch mal zu und den wieder ran. Aber jetzt sehen wir, guck mal, der ist doch heller, Der zumindest ist heller. in der Weite. Ne? Ja, ja. Halt noch mal wieder zu. Ich halte dein Rad und dann... Oder? Nee, die sind ähnlich. Die sind sehr ähnlich, ja. Also beide auf einem sehr hohen Niveau. Ja, ein sehr homogenes Bild, finde ich. Ja, sehr homogen, Ja. tatsächlich. Jetzt mal spannend zu sehen, wie ist das Fernlicht von dem Ding. Oh, ja. Also jetzt ist auch die zweite Tasche deutlich erkennbar, ne? Ja, genau. Und wir sehen sehr viel auch von den Scheunentoren hier an der Seite. Genau. Aber so jetzt wie bei dem Lupine, dass du das Ende auch so deutlich siehst von dem Schuppen hier links, finde ich jetzt nicht, oder? Können wir mal hier ganz fix mal vergleichen. So, das Licht geht deutlich weiter nach oben, ne? Ist deutlich höher. Und auch eine ganze Ecke breiter tatsächlich. Vom Leuchtbild, ja, es ist schön, aber also das hat mich jetzt gerade nicht so richtig beeindruckt. Nee, genau. Aber vielleicht liegt das jetzt auch daran, dass wir quasi jetzt die ganze Zeit schon hellere Scheinwerfer angeguckt haben, ne? Ja. Wir können ja kurz mal ausmachen. Ja. Und mal einen Augenblick gucken, was das Auge sagt. Genau. 5 Minuten später. Jetzt schalten wir mal den Supernova ein. Ja. Dann haben wir das Abblendlicht, ne? Oh ja, das ist schon ein beeindruckendes jetzt, Fernlicht, ja. Wie gesagt, mir fehlt jetzt hier auch vorne ein bisschen noch, ne? Aber das ist halt Geschmackssache, ne? Also ansonsten finde ich ein sehr schönes, homogenes Bild. Machen wir mal das Abblendlicht an. Genau, und wir können auch einen deutlichen Unterschied erkennen zwischen dem Fernlicht und dem Abblendlicht. Also im Abblendlicht ist das, glaube ich, da sehe ich auch so eine Art Stromsparmodus so ein bisschen. Also der Unterschied zwischen dem Abblendlicht und dem Fernlicht ist immens. Und wir haben jetzt ja noch einen Technologieträger hier. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie der gegen diese beiden anderen Scheinwerfer abschneidet. Ja. Das ist jetzt das Licht des Busch & Müller Brick XL. Wie würdest du es bewerten, das Leuchtbild jetzt erstmal hier? Also sehr breit, ne? Also das Gefühl ist, dass das Streubild sehr breit ist. Auch gerade in der zweiten Etage, sag ich mal. Ne? Also genau, so etagenmäßig aufgeteilt, genau, ja. Kegelförmig und dann sieht man quasi so einen Mittelbereich, der sehr stark ausgeleuchtet ist. Ja. Von der Entfernung hätte ich mir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr versprochen. Ja gut, auf Entfernung ist ja natürlich auch ein bisschen Einstellungssache. Ne? Also hier, aber sonst, ich finde gut sichtbar. Ja, beide Taschen sind gut sichtbar. Das ist jetzt noch der City-Modus. Ja, stimmt. Jetzt wollen wir mal hier den Offroad-Modus einschalten. Und da sieht man es jetzt auch, ne? Also das Nahfeld ist noch deutlicher ausgeleuchtet. Ja. Hier ist halt vorne sehr viel Licht, was gerade dann im Offroad-Einsatz natürlich tatsächlich super ist. Wir schalten aber nochmal wieder den City-Modus ein, weil ich glaube, der ist am besten vergleichbar mit den beiden anderen Scheinwerfern. Also was man sagen muss, in dem Offroad-Modus hat der keine Konkurrenz, glaube ich. Nein. Also das sehe ich auch so. Aber zieht natürlich megamäßig viel Strom. Ja. Klare Hell-Dunkel-Abgrenzung. Nicht so sanft auslaufend wie der Supernova-Scheinwerfer, sondern wirklich klare Kante. Und dieser Scheinwerfer hat halt auch, und das ist ja das Alleinstellungsmerkmal, diese Funktion des Kurvenlichts. Aber wir wollen das jetzt gar nicht so darauf konzentrieren, sondern halt eher das Leuchtbild ansehen. Was jetzt nochmal spannend wäre, jetzt machen wir mal die anderen Scheinwerfer auch noch an. Ich bleibe jetzt doch nochmal im Offroad-Modus. Einfach nur mal, um den Vergleich, um das nochmal deutlich zu machen. Also das sind jetzt die beiden Scheinwerfer, Lupine und Supernova. Und das ist der Busch & Müller dazu. Jetzt schauen wir nochmal den City-Modus an. Der City-Modus ist in Sachen Stromverbrauch und Einsatzzweck tatsächlich wahrscheinlich ausreichend. Den halte ich jetzt zu, mal die Lupine mal auf.
Und jetzt hast du den Supernova, okay. Aber auch da, also der Supernova ist richtig schön hell. Das erkennt man dann in diesem Vergleich doch deutlich. Und auch dieses sanfte Leuchtbild, das gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Ja, aber schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von den unterschiedlichen Leuchtbildern haltet. Welches Leuchtbild ist euer Favorit? Lupine, Supernova oder alle drei in Kombination. Und was wir jetzt noch nicht gesehen haben, ist das Fernlicht beim Busch und Müller. So. Und das ist das Fernlicht im City-Modus, muss man auch sagen. Also da ist tatsächlich gar nicht so ein Riesenunterschied. Nee, das ist kein riesiger Sprung, ne? In der Helligkeit. Nur das Licht ist halt eine ganze Ecke höher. Ich mache jetzt mal den Offroad-Modus nochmal an, um da zu sehen, ob es da einen Unterschied gibt. Und wenn wir jetzt da den Fernlicht-Modus anschalten. Oh, doch deutlich höher. Ah, okay. Gleich hier vorne. Genau, da sind so Hörnchen, ne? Ja. Also das erinnert mich gerade stark an den Fernlichtmodus bei dem Supernova-Scheinwerfer. Der ist eine ganze Ecke näher dran, trotzdem nicht ganz so nah dran wie der Busch und Müller, aber auch schön nah dran, aber auch wieder dunkler, ne? Ja. Der Busch und Müller überstrahlt auch den Supernova nochmal deutlich. Machen wir mal das Fernlicht hier von dem Lupine nochmal an. Und ich glaube, da kann man am deutlichsten erkennen, wo die Entwicklung in den letzten Jahren hingegangen ist. Das muss ich echt sagen. Das ist... Oh, die werden warm, wenn man das so vorhält. Ja, das ist eigentlich ganz schön. Ne? Das ist aber ein bisschen kühler geworden als vorhin noch. Also ich bin beeindruckt von diesem Busch und Müller. Also das hätte ich nicht erwartet. Gerade im Nahbereich, die Ausleuchtung mit dem Fernlicht. Und auch so macht schon... Aber das ist auch ein Riesengerät. Das muss er halt wirklich sagen. Und wo soll der preislich hin? Ja, also der ist bei 450 €. Oh, Ja, da guckt er. okay. Das ist ein Wort. Um mal eine Sache klarzustellen. Busch und Müller hat mir den Brick XL kostenlos zur Verfügung gestellt. Das ist jetzt auch mein Scheinwerfer. Aber ich sag mal so, die Bilder und das, was wir gesehen haben, das lügt ja nicht. Aber da kommt jemand uns entgegen. Wir schalten mal das Fernlicht aus. Fernlicht ist aus. Nee, nur bei dem nicht. Ach so. Oder? Nee, bei dem. Nee. Das ist sonst ein bisschen gemein. Und ich habe weder den Lupine noch den Supernova in Aktion gesehen. Ich habe da auch immer nur Bilder gesehen. Aber ich hätte auch tatsächlich nicht gedacht, dass der Unterschied so stark sein würde. Nee, das hat mich doch ein bisschen überrascht. Ja. Aber man muss auch sagen, also das ist halt ein riesiges und schweres Gerät. Ich glaube, das würde ich mir nicht an mein sportliches E-Mountainbike hängen. Dafür ist er mir irgendwie zu groß. Ja, es kommt halt drauf an, wo er dann hängen soll. Ne? Also ich sag mal, auch hier, ne, wenn man jetzt guckt, hier am HNF, da hängt er ja oben am Lenker. Ne? Sieht jetzt auch nicht sonderlich hübsch aus. Ne? Nee, aber es ist ja schön, also ist ja schon schön integriert. Ne? Also kann das ganz gut aber sehen. wenn man jetzt das Kiox-Display dazu nimmt als Beispiel, Stimmt, das ist ein bisschen blöder. sieht das auch komisch aus. Ja, Ne? ja, der Supernova-Scheinwerfer ist auch ein dicker Oschi, aber ich glaube auch weder so groß noch so schwer wie der Busch und Müller Scheinwerfer. Ich glaube, jetzt mache ich nochmal den Offroad-Modus an und ich gucke mal, wie der Vergleich mit dem Autoscheinwerfer ist. Ja, ja. Jetzt das Licht des Busch und Müller Scheinwerfers im Offroad-Modus. Und jetzt machen wir mal das Licht des Autos an. Gib noch mal drauf. Ich mache jetzt mal wieder aus. Halt mal zu. Was würdest du jetzt zu dem Vergleich sagen? Also man könnte mit dem Busch und Müller wohl auch Auto fahren. Der Autoscheinwerfer war ein bisschen höher, aber sonst Ja, sehe ich da keinen Unterschied. Also wirklich nicht. klar, ein Auto muss ja die x-fache Geschwindigkeit auch Ja, fahren ja, genau. und ausleuchten. Ne? Und hat eben dann auch zwei Scheinwerfer. Ne? Ja. Aber Also war das tatsächlich nicht falsch, wie ich das Thumbnail gemacht habe. nee, das glaube ich, trifft das schon ganz gut. Also ich habe gesehen, der ist beeindruckend und das ist im Video immer schwierig festzuhalten. Ja, klar, 450 € oder über 500, wie du jetzt für deinen Scheinwerfer bezahlst, ist jede Menge Geld nur für einen Scheinwerfer. Aber wenn man dann auch überlegt, okay, was kostet jetzt so ein Scheinwerfer bei einem VW? Ja, also inzwischen bezahlt man für die LED-Scheinwerferverein wohl auch über 1.000 €. Ne? Ja. Also, Gut, da ist jetzt noch, da ist halt auch Kurvenlicht und so drin, aber das hat der hier ja auch zum Beispiel. Ja, genau. Also Also- das ist schon irgendwie wild. Da denkt man, okay,
wenn man das so betrachtet, sind ja 450 € fast günstig. Ja, ja. Guck mal, dem machen wir noch mal ein bisschen Licht, ne? Damit er Sicher nach Hause kommt. sicher nach Hause kommt, genau. Vielen, vielen Dank, dass du das Video begleitet hast. Vielen Dank, dass du hier extra hergekommen bist vor deiner Nachtschicht. Ja, sehr gerne. Ich habe ja nun auch schon mehrfach von deinen Videos profitiert, von daher. Ja, das freut mich zu hören. Du fährst jetzt dann mit dem Fahrrad nach Geesthacht, oder? Nee, jetzt fahre ich mit dem Auto tatsächlich. Okay. Und ich gehe dann jetzt mal in den Schnitt und dann gucke ich mir die Bilder, die ich hier mit den Kameras gemacht habe, noch mal ganz genau an. Und dann werde ich ein Fazit ziehen. Aber das mache ich in der wohligen Wärme des Studios. Tschüss, Björn. Ja, Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Ja, gut, dass wir das Thema mal beleuchtet haben. Ich habe jetzt auf jeden Fall die erste Portion dieses Videos einmal geschnitten. Ich habe mir alles ganz genau angeguckt und mein Fazit ist, du kannst mit keinem der 3 dicken Scheinwerfer irgendwas falsch machen. Aber auch eine Entschuldigung an alle Lupine-Fans da draußen. Ja, wir haben die alte Version des SLX getestet und verglichen. Es gibt eine neuere Version. Wenn ihr euch dafür einen Vergleich mit der Supernova interessiert, dann guckt mal das Video von Zweirad Hogedorn. Das verlinke ich jetzt mal hier oben. Das war auch für mich sehr interessant. Die kommen auch zu einem interessanten Fazit. Das lohnt sich da einmal bis zum Ende zu gucken. Aber auch Lupine kann nicht zaubern und mit dem Lichtausgang des Bosch-Motors ist einfach nicht so viel Power möglich. Interessant ist da aber auch gerade der Vergleich zu dem Supernova-Scheinwerfer, der uns tatsächlich am meisten enttäuscht hat. Gerade das Abblendlicht ist nicht heller als bei dem Lupine-Scheinwerfer gewesen, nur ein deutlich anderes Leuchtbild. Das liegt daran, weil Supernova den halt anders ausgestaltet. Das Abblendlicht kommt aus dem normalen Bosch-Lichtausgang und das Fernlicht, dafür braucht er dann den zweiten Stecker. Und das ist dann auch richtig schön hell. Da hätte ich mir also tatsächlich ein etwas helleres Abblendlicht gewünscht, als das der Fall war. Und insofern haben sowohl Lupine als auch Supernova mit dem Busch & Müller Brick XL ihren Meister gefunden. Dieser Scheinwerfer, der ist nicht nur erstaunlich im Vergleich zu dem Lupine und dem Supernova-Scheinwerfer, sondern auch im Vergleich zu einem Autoscheinwerfer. Und das ist auch ein Ergebnis, mit dem ich nicht gerechnet hätte, dass dieser Unterschied so deutlich sichtbar war. Aber wenn man mal ehrlich ist, so viel Licht brauchen die allerwenigsten, die nicht, so wie Björn, jeden Tag, auch in der Nachtschicht, irgendwie durchs Unterholz fahren. Und insofern sind diese 3 Scheinwerfer natürlich nur dann für euch relevant, wenn ihr viel Licht haben wollt und auch viel Licht braucht und viel Geld ausgeben wollt. Und da ist auch erstaunlich, der Lupine ist der günstigste. Hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal in so einem Video sagen würde. Viel relevanter sind aber wahrscheinlich die Mittelklasse-Scheinwerfer. Denn wenn ihr von einem günstigen Scheinwerfer kommt, bei einem eher günstigen E-Bike zum Beispiel, dann macht ihr ebenfalls wieder mit keinem dieser Scheinwerfer irgendwas falsch. Und mein Favorit allerdings, der war jetzt in diesem Video gar nicht mit drin. Mein Favorit ist nämlich der Busch & Müller IQ XI. Der hat ein vergleichbares Leuchtbild hier mit dem IQ XM, ist aber im Abblendlicht nochmal eine ganze Ecke heller, hat dafür kein Fernlicht. Und wenn man mal ehrlich ist, die meisten von uns brauchen auch kein Fernlicht. Die meisten von uns sind in der Stadt unterwegs, sind auf beleuchteten Wegen unterwegs und dann kann man gut aufs Fernlicht verzichten. Was dann viel relevanter ist ein breites Leuchtbild. Ich habe den Busch & Müller IQ XI bei dem Rad meiner Mutter verbaut, als Ersatz für einen Supernova Mini 2 und sie sagt, das hat ihre Sicherheit gerade beim Fahren in der Dunkelheit deutlich verbessert. Sie kann jetzt deutlich mehr sehen und kann auch auf den kleinen Zusatzscheinwerfer verzichten, den sie sich davor immer an den Lenker gebaut hat. Also das ist eine wirkliche Empfehlung, weil dieser Scheinwerfer auch verhältnismäßig günstig ist. In der UVP sind die sich wiederum alle ziemlich ähnlich. Im tatsächlichen Verkaufspreis allerdings sind sie deutlich günstiger und den IQ XI bekommst du für teilweise deutlich unter 100 € im Netz. Wenn ihr allerdings natürlich den nicht selber einbauen könnt oder wollt, dann würde ich immer empfehlen, zu einem Fahrradhändler zu gehen, euch dort beraten zu lassen auf einen passenden Scheinwerfer. Denn wenn ihr nur sehr kurze Strecken fahrt und nur in der Stadt zum Beispiel, dann braucht ihr auch keinen Busch & Müller IQ XI, dann würde auch ein IQ XS zum Beispiel reichen. Das hängt halt immer davon ab, wo ihr fahrt und auch wie so ein Scheinwerfer aussehen soll. Und
Da ist Supernova mit den Mini-Modellen wirklich ganz vorne mit dabei. Ein richtig hübscher Scheinwerfer, passt an jedes Fahrrad. Und was mich auch sehr erstaunt hat, ist, wie gut das Leuchtbild hier aus dem neuen Supernova Mini 3 geworden ist. Das ist ein Quantensprung im Vergleich zum Mini 2. Und ich würde auch sagen, wenn ihr ein Mini 2 habt und mit dem Leuchtbild nicht zufrieden seid, dann lohnt sich ein Upgrade auf den Mini 3, wenn ihr die gleiche Optik an eurem Fahrrad haben wollt. So, und jetzt gehen mir wieder alle Scheinwerfer aus. Das heißt, es ist auch Zeit für das Ende des Videos. Welchen Scheinwerfer würdet ihr empfehlen? Welchen habt ihr vielleicht jetzt am Rad und seid unzufrieden und auf welchen würdet ihr upgraden? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss! Bis dann.